Darf man im Liegen meditieren? Brauche ich ein Meditationskissen? Wie schaffe ich es, nichts zu denken? Kann Meditation gefährlich sein? Was ist Meditation eigentlich und was bringt es denn? Es gibt so viele Fragen rund um das Thema und auch in meinen Kursen bekomme ich immer wieder typische Fragen gestellt. Deshalb werde ich dir in diesem Beitrag die wichtigsten Fragen beantworten. Falls deine Frage nicht dabei ist, schreib sie mir in die Kommentare oder an mandukan@web.de und abonniere jetzt den Kanal, damit du die Antwort nicht verpasst. Wenn du nur an einzelnen Fragen interessiert bist, findest du in der Beschreibung die Abkürzung mit der Zeitangabe. Und los geht's. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Was ist Meditation eigentlich und was bringt es mir? Ursprünglich kommt das, was wir als Meditation kennen, aus dem Buddhismus. Es gibt zwar noch ältere Überlieferungen, aber das, was die meisten Menschen unter Meditation verstehen, also das stille Sitzen, den Atem betrachtend, stammt aus der Lehre Buddhas. Die Atemmeditation heißt auf Pali Anapanasati oder Atemachtsamkeit und ist nur ein Teil von einer der 4 Grundlagen der Achtsamkeit, die es im Buddhismus gibt, nämlich der Achtsamkeit auf den Körper. Es gibt noch 3 weitere, aber das ist das, was die meisten Menschen unter Meditation verstehen. Und auch die 4 Grundlagen der Achtsamkeit sind wiederum nur ein Teil des Ganzen, was im Buddhismus als die Schulung des Geistes verstanden wird. Also könnte man sagen, dass das, was der Laie oder die Allgemeinheit als Meditation versteht, ein kleiner Teil einer Geistesschulung ist. Der Dalai Lama sagte auch mal ganz treffend, dass Buddhismus eigentlich gar keine Religion, sondern die Wissenschaft des Geistes sei. Jedenfalls kann man jetzt fragen, was ist mit Geistesschulung gemeint? Eine Art Training für den Geist. Und damit ist nicht Gehirnjogging oder sowas gemeint. Du trainierst deine geistigen Fähigkeiten und die sind sehr vielseitig. Zum Beispiel wird deine Wahrnehmung geschult. Die Aufnahmefähigkeit und das Spektrum von dem, was du wahrnehmen kannst, erhöht sich und da sind eher deine inneren Prozesse gemeint als das, was du außerhalb von dir selbst siehst oder wahrnimmst. Außerdem wird dein Geist wacher und klarer, du kannst dich länger und besser konzentrieren. Du wirst insgesamt entspannter und gelassener, auch in schwierigen Situationen. Und am wichtigsten, du lernst dich selbst, also deine inneren Prozesse, besser kennen. Das heißt, das, was in dir vorgeht, was meistens so ein Mischmasch an Reizen, Gefühlen, Gedanken, Stimmungen etc. ist, kannst du viel besser erkennen. Du kannst es durchschauen und sogar vorhersehen oder besser gesagt vorher erspüren und dadurch kannst du dann auch bewusst in diese Prozesse eingreifen. Was, wie ich finde, eine immense Befreiung ist. Du wirst frei von alten Reaktionsmustern, frei von sich im Kreis drehenden Gedanken. Du weißt, wie du am besten mit schwierigen Lebensumständen umgehen kannst. Du bist in der Lage, die Perspektive mal zu wechseln und Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Du schaffst es, alte Lasten, alte Glaubenssätze loszulassen, seelische Wunden zu heilen und. Die Liste ist quasi endlos. Natürlich reicht da die einfache Atemachtsamkeit nicht ganz aus, aber sie ist ein Anfang. Der Anfang von einem neuen bewussten Leben, wenn du so willst. Mein Leben hat sich durch Meditation und Kumye-Yoga extrem zum Besseren verändert. Und natürlich bin auch ich noch mitten auf dem Weg oder sogar erst am Anfang und noch lange nicht irgendwo angekommen, sofern es ein Ankommen überhaupt gibt. Aber darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen, sondern es geht um den Weg und darum, mit welcher Einstellung und Haltung man diesen Weg geht. Schreib mir doch in die Kommentare, wenn du mehr zur inneren Haltung beim Meditieren wissen möchtest oder schreib mir auch gerne, wie du das siehst. Was ist Meditation für dich? Eher ein Tool, ein Werkzeug, um zu entspannen oder um etwas zu erreichen oder siehst du Meditation als einen Lebensweg, als eine Einstellung? So, nächste Frage. Kann Meditation gefährlich sein? Grundlegend nein. Meditation ist nicht gefährlich und hat eigentlich fast nur Vorteile. Warum nur fast? Weil Meditation, wenn man es ernsthaft und über längere Zeit betreibt und auch je nach Art der Meditation, eine sehr tiefenpsychologische Wirkung haben kann. Und die Betonung liegt ja auf kann.
Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sich eventuell seinen tiefsten Ängsten stellen muss oder alte seelische Verletzungen hochkommen, die man längst verdrängt hat. Und auch wenn ich außer Kumye-Yoga andere Yoga-Richtungen nicht tief genug kenne, gehe ich davon aus, dass wenn man sie richtig praktiziert, auch solche Wirkungen haben können. Wenn du schon länger Yoga-Erfahrungen gemacht hast, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, wie deine Erfahrung damit ist. Jedenfalls sind solche tiefen psychologischen Wirkungen eher kein Nachteil, sondern was Gutes, denn nur so wächst und entwickelt man sich ja weiter. Nur kann es unter Umständen eben auch mal unangenehm werden. Und das ist auch meistens der Punkt, an dem dann viele aufhören, wenn sie sich dem nicht stellen wollen oder denken, Meditation ist ein reines Wohlfühlprogramm. Aber da solche Effekte meistens erst nach einiger und intensiver Übungspraxis eintreten, brauchst du dir am Anfang wirklich keine Sorgen machen. Und wenn sie eintreten, hast du meistens bis dahin eine solide Haltung und genug Erfahrung, um entsprechend damit umzugehen. Außerdem, bei Intensivkursen steht dir meistens ein erfahrener Lehrer zur Seite. Also kann dir als Anfänger und wenn du eine halbwegs stabile Psyche hast, überhaupt nichts passieren. Eines muss ich aber noch sagen, wenn du schwerwiegende psychologische Probleme hast, und ich meine damit wirklich schwerwiegend, also Schizophrenie oder bipolare Störung oder so etwas, oder in psychologischer Behandlung bist, dann solltest du unbedingt mit deinem Therapeuten darüber sprechen, ob es für dich sinnvoll ist zu meditieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass das mit der richtigen Begleitung und psychologischen Betreuung für jeden möglich und sogar auch sinnvoll ist, aber klär das bitte unbedingt vorher ab. Wenn du aber zum Beispiel oft wütend oder traurig bist oder depressive Tendenzen hast, kann dir Meditation sehr gut helfen. Trotzdem, wenn du deswegen in Behandlung bist, klär das vorher mit deinem Therapeuten ab. Die meisten stehen dem Thema offen gegenüber und empfehlen Meditation oder Achtsamkeitsübungen sogar. Ich finde es nur wichtig, da ganz ehrlich zu sein und darauf hinzuweisen, auch wenn es eigentlich schlechte Publicity für Meditation ist. Wie lange und wie oft sollte man meditieren? Naja, je öfter und je länger, desto besser. Aber nimm dir gerade am Anfang bloß nicht zu viel vor. Damit überforderst du dich meistens und es stellt sich dann schnell Frustration ein. Wenn du jetzt gerade anfängst zu meditieren, dann empfehle ich dir eine Länge von 5 bis 10 Minuten und das dann so 1- oder 2-mal am Tag. Dann kannst du das so ein paar Tage machen und dich dann langsam steigern. Und da kannst du auch ruhig ein bisschen experimentieren. Du kannst dir einfach immer einen Timer stellen, damit du nicht ständig auf die Uhr gucken musst oder das Gefühl hast, wann ist die Zeit jetzt endlich rum. Und dann steigerst du dich einfach ganz langsam. Nimm dir aber wirklich bloß nicht zu viel vor und vor allem nicht gleich zu Anfang eine ganze Stunde oder so. Das führt dann eher dazu, dass du dann schnell wieder aufgibst und gar nicht mehr meditierst. Vor allem, weil einem der Zeitaufwand dann so extrem hoch vorkommt. Eine ganze Stunde und das dann jeden Tag oder alle 2 Tage, ja, das klingt viel, aber bis du das schaffst, bis du dich von 5 Minuten auf 60 Minuten gesteigert hast, dauert es eine ganze Weile und meistens entwickelst du in der Zeit oder entwickeln die meisten Menschen in der Zeit, die auch am Ball bleiben, so eine gewisse Leidenschaft fürs Meditieren, weil sie eben die ganzen positiven Effekte bemerken, dass sie dann am Ende das auch gerne machen, die Stunde zu meditieren. Also als Anfänger 5 bis 10 Minuten täglich und dann langsam steigern. Wichtig ist aber auch die Regelmäßigkeit. Also mach am besten keine ewigen Pausen von mehreren Tagen, Wochen oder sogar Monaten. Und wenn du merkst, du schaffst es einfach nicht noch länger oder öfter zu meditieren, dann belass es bei deinem aktuellen Pensum. Das Ganze ist ja kein Wettkampf. Geh es langsam an. Und es kommt auch sehr auf die Qualität der Meditation an. Man kann stundenlang da sitzen und scheinbar meditieren, aber in Wirklichkeit drehen sich die Gedanken im Kreis. Das bringt dir dann gar nichts. Meditation soll auf keinen Fall zum Zwang oder zu einem Leistungsobjekt werden. Geh es langsam an. Und wenn du merkst, du verlierst an Qualität, dann schraub dein Pensum wieder etwas zurück. Lieber 5 Minuten effektiv meditiert, als sich eine ganze Stunde in irgendwelchen Gedankenwelten zu verlieren. Was ist die beste Tageszeit zum Meditieren? Das hängt vollkommen von dir und deinem Tagesablauf ab. Viele finden es morgens am besten, viele abends. Es gibt keine allgemeingültige Tageszeit, die am optimalsten wäre. Probier es einfach aus, wann es für dich am besten ist und auch am besten in deinen Tag integrierbar ist.
Das Wichtigste an einer regelmäßigen Praxis ist, dass es dir nicht zur Last wird und du motiviert bleibst. Also such dir den Zeitpunkt aus, der für dich am besten passt. Wie schaffe ich es, nichts zu denken? Also, erstmal ist die Annahme, dass man nichts denken soll oder darf, völlig falsch. Deine Gedanken werden immer kommen und auch wieder gehen. Auch bei sehr erfahrenen Meditierern tauchen immer mal wieder Gedanken auf. Was in der Meditation passiert, ist, durch das Ausrichten unserer Aufmerksamkeit auf unseren Atem geben wir dem Geist die Möglichkeit, sich zu sammeln, sich zu beruhigen. Dann werden sich nach und nach auch unsere Gedanken beruhigen. Wir werden also nicht mehr so viele Gedanken auf einmal haben, aber es werden auch nach einiger Zeit der Übung immer wieder Gedanken auftauchen. Nur entsteht dadurch, dass wir uns nicht auf die Gedanken einlassen, sondern immer wieder mit der Aufmerksamkeit zum Atem zurückkehren, eine Art Distanz zwischen uns und unseren Gedanken. Wir beobachten ja quasi, wie ein Gedanke auftaucht und wieder verschwindet. Und je mehr wir das üben, desto größer wird die Distanz zwischen dem, der beobachtet, und den Gedanken. Und umso mehr erkennen wir dann auch im Alltag, dass wir nicht jeden Gedanken ernst nehmen müssen, dass wir nicht jedem Gedanken nachhängen müssen. Wir haben sozusagen ein Stück Freiheit gewonnen, weil wir jetzt bewusst entscheiden können, welchen Gedanken wir welches Gewicht geben möchten und welchen Gedanken wir besser aus dem Weg gehen, weil wir schon wissen, dass bestimmte Gedanken nicht gut für uns sind. Also, du darfst Gedanken haben, einfach nicht drauf einlassen. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die mir ein Freund gestellt hat, die ich aber ganz gut finde, weil sie vielleicht viele interessiert. Welches ist die beste Meditationsmusik und warum benutzt du keine in deinen Beiträgen? Also, grundsätzlich ist es mit Meditationsmusik so eine Sache. Es gibt im Netz ja vieles, was einem da angeboten wird, von den perfekten Alpha-Theta-Wellen und so viel Herz zum Entspannen, zum Schlafen, für dies und für jenes. Ganz ehrlich, von all diesen Versprechungen halte ich überhaupt nichts. Es mag ja Musik geben, die dich leichter in einen entspannten Zustand versetzt, und ich finde, das kann man auch mal ausprobieren, aber halt mit Bedacht. Und vor allem sollte man immer wieder und auch immer öfter einfach mal in der Stille meditieren. Und das hat folgenden Grund. In der Meditation trainieren wir ja unseren Geist, unsere geistigen Fähigkeiten. Wir üben Achtsamkeit. Das erfordert eine gewisse Wachheit, Aufmerksamkeit, Klarheit. Wenn wir uns dann aber mit irgendwelchem Gedudel einlullen lassen, hat das am Ende vielleicht eine entspannende Wirkung, aber mehr auch nicht. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts dagegen, wenn du als Anfänger oder auch als Fortgeschrittener ab und zu mal mit Meditationsmusik meditierst, wenn es dir dadurch leichter fällt zu entspannen oder in einen meditativen Zustand zu kommen. Aber die Gefahr, dass wir diesen entspannten Modus, den wir durch einen Klangteppich erzeugen können, mit echter, klarer und wacher Meditation verwechseln, ist sehr groß. Und da kann es passieren, dass die Leute jahrelang denken, sie meditieren, aber in Wirklichkeit haben sie nur gelernt, wie sie sich mit Hilfe von Musik entspannen können. Wogegen ja auch nichts einzuwenden ist, nur dann ist es eben eigentlich keine Meditation. Dass Meditation oft so als reines Wellnessprogramm verkauft wird und durch den Hype, den es erlebt, auch oft von unwissenden Menschen teilweise wirklich schlecht oder nur sehr einseitig vermittelt oder einfach der Begriff für etwas völlig anderes verwendet wird, ist sowieso so ein Punkt, der mich schon länger stört, aber das ist jetzt nicht das Thema. Zurück zur Musik. Also, gegen sehr dezente Meditationsmusik oder auch Meeresgeräusche oder Waldgeräusche, und das hin und wieder, ist überhaupt nichts einzuwenden, solange du auch immer wieder und eher überwiegend in der Stille meditierst. Und ich benutze genau aus diesen Gründen keine Meditationsmusik in meinen Beiträgen. Kann sein, dass ich mal was einbauen werde, das wird dann aber eher selten der Fall sein. Ich möchte ja, dass du das Meditieren von Anfang an richtig lernst, und dazu gehört es eben auch, sich an die Stille zu gewöhnen. Was mein Freund noch gesagt hat, ist, dass er zwischendurch dachte, das Video auf YouTube hängt und er dann nachgeschaut hat, ob noch alles läuft, aber da weißt du ja jetzt Bescheid. Bei meinen Meditationen kommt am Anfang und am Ende immer der Gong. Oder sag mir doch gerne deine Meinung. Findest du, meine Meditationen sollten mit dezenter Musik sein? Schreib's einfach in die Kommentare. Also ich finde, Musik ist bedingt okay, besser ist es, in der Stille zu meditieren. Übrigens ist es auch nicht üblich, dass in der Meditation ständig gesprochen wird. Gerade für Anfänger ist es zwar hilfreich, aber eigentlich wird nur am Anfang eine kurze Einleitung gegeben und dann herrscht Stille.
weil es weiß ja irgendwann jeder, was zu tun ist. Ich leite momentan in meinen Beiträgen hier auch noch recht viel an, weil ich es ja auch den Anfängern leichter machen will. Es wird aber auch noch Meditationen geben, in denen ich dann nur sehr wenig anleite, wobei ich mich gerade frage, ob das dann Sinn macht, einfach nur Stille auf YouTube hochzuladen oder als Podcast hochzuladen. Muss ich mal schauen. Brauche ich ein Meditationskissen? Nein, du brauchst nicht unbedingt ein Meditationskissen. Du kannst genauso gut auf einem Stuhl oder einer zusammengefalteten Decke meditieren. Das Wichtigste ist, dass du bequem sitzt, dich nicht anlehnst und deine Wirbelsäule gerade ist. Indem du dein Becken durch ein Kissen oder eben eine Decke oder so erhöhst und nicht direkt auf dem Boden sitzt, kannst du leichter und entspannter in einer aufrechten Haltung sitzen. Wenn du auf einem Stuhl meditierst, dann setz dich auf das vordere Drittel der Sitzfläche, die Beine sind parallel und etwa im Winkel von 90 Grad. Die Hände kannst du dann einfach locker auf die Oberschenkel legen. Das Wichtigste ist, wie gesagt, die gerade und aufrechte Haltung. Dafür kannst du ganz einfach deinen obersten Scheitelpunkt etwas nach oben strecken, dabei das Kinn ganz leicht, also so kaum merklich nach hinten ziehen, also wirklich nur so ein paar Millimeter, und dein Sitzbein, also deine Gesäßknochen, nach unten drücken. Aber wie gesagt, nur ganz leicht. Deine Haltung sollte nicht angespannt oder verkrampft sein, sondern locker, entspannt, aber aufrecht und flexibel. Darf man im Liegen meditieren? Ja und nein. Wenn du etwas erfahrener bist, kannst du auch mal im Liegen meditieren, aber grundsätzlich würde ich das aus folgendem Grund nicht empfehlen. Wenn wir uns hinlegen, suggeriert das dem Körper, dass jetzt Schlafenszeit ist und er wird automatisch müder. Das ist biologisch so in unserem Körper angelegt. Und wir wollen ja wach und klar bleiben. Deshalb lieber nicht im Liegen meditieren. Es gibt im Netz zwar viele Meditationen, wo gesagt wird, man soll sich hinlegen. Wenn du es aber nicht drauf anlegen willst, einzuschlafen, solltest du lieber im Sitzen meditieren. Wenn du einschlafen willst, kannst du natürlich auch liegen. Das ist dann aber eigentlich keine Meditation mehr, sondern höchstens ein meditatives Wegschlummern. Wenn du sogar im Sitzen manchmal das Gefühl hast, dass du gleich einnickst, dann kannst du mal versuchen, mit halb offenen Augen zu meditieren. Fixiere dabei am besten deinen Blick auf irgendein Objekt, zum Beispiel eine Kerze oder eine Buddha-Statue oder sowas, und probier es dann mal so. Wenn es ganz schlimm ist, kannst du aber auch einfach mal kurz aufstehen, dich nach ein paar Minuten wieder hinsetzen. Versuch das dann aber möglichst langsam und so achtsam wie möglich zu machen. So, ich hoffe, es konnten einige Sachen aufgeklärt werden und du hast einen Mehrwert aus diesem Beitrag gewonnen. Wenn deine Frage nicht dabei war oder du findest, dass es da noch viel mehr zu klären gibt, dann schreib das doch bitte in die Kommentare oder an mandukan@web.de. Ansonsten abonniere meinen Kanal, damit du keinen Beitrag mehr verpasst, und klick auf die Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn ein neuer Beitrag erscheint. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.